Herzlich willkommen, liebe Lego-Fans, zu einer weiteren Set-Vorstellung. Und zwar haben wir heute vor uns einerseits die bezaubernde Rita und andererseits das Lego-Set mit der Nummer 60257, die Tankstelle, 354 Teile aus dem Jahr 2020. Genau, passend zu der Tuning-Werkstatt, die wir vor kurzem vorgestellt haben, haben wir jetzt eben hier auch die Tankstelle und wir haben es natürlich schon aufgebaut. Außer ihr wollt mal von einem Video ein Live-Bild sehen, dann können wir das natürlich auch machen. Also. Aber jetzt wie aus Zauberhand, du hast ja zuerst gerade Harry Potter im Fernsehen angeschaut. Eben. Da ist das natürlich jetzt ein bisschen schneller gegangen. Hier haben wir die Anleitungen. Ich glaube, das Set ist ab 5 oder ab 6, ich weiß es jetzt gar nicht. 5+. Ab 5. Dementsprechend einfach natürlich diese kleinen Anleitungsbüchlein. Also da hätte man eigentlich schon ein größeres draus machen können, finde ich. Was das sein soll, ich habe zuerst geglaubt, das sind Werbebroschüren, aber nein, das ist die Anleitung. Ja, aber ich finde es trotzdem nett. Ein paar Aufkleber. Ja. Ich finde es von dem her einfach auch nett, weil man ja dann das auch gemeinsam aufbauen kann und dann kann ich sagen, okay, ich mache hier diese Dame mit dem süßen Chihuahua und du machst vielleicht eher diesen Herrn mit dem großen oder Campingbus. Das Pärchen mit dem Campingbus. Genau. Das finde ich schon cool. Womit Sonst wir ist schon. immer zum Streit. Ja, da hast du natürlich recht. Vielleicht, wenn ihr Geschwister zu Hause habt, dann könnt ihr das nachvollziehen. Es gibt ein neues Lego-Set und es wollen natürlich immer gleich alle gleichzeitig bauen. Hier bekommt er Säckchen Nummer 1, sie bekommt Säckchen Nummer 2 und alle sind zufrieden. Super. Das stimmt natürlich. Schauen wir uns mal das Set an, was sich Tankstelle nennt. Zuerst mal vielleicht ein kleiner Blick auf die Minifiguren. Wir haben, wenn du das vielleicht zuerst zeigst, ja, einen Tankwart, der das war nicht gescheit zusammengesteckt. Der seine Arbeit auf der Tankstelle natürlich ganz ernst nimmt. Und sie ist laut der Anleitung und auch der Schachtel die Fahrerin dieses dunkelblauen SUVs, also von diesem Wagen hier. Ja. Kurzer Haarschnitt mit Sonnenbrille und ich glaube, sie, wenn ich mich nicht täusche, hat sogar ein Wendegesicht. Ja. Das ist die Dame mit der Sonnenbrille, die kennen wir schon. Auch von der Tuning-Werkstatt. Ich glaube, da war genau die. Ja, also was die Figuren anbelangt, ist hier eigentlich nichts Besonderes mit dabei. Ich finde den Oberteil ihres Körpers ganz cool. Dieser rosafarbene Pullover passt ganz gut. In die Thematik finde ich eine typische Stadtbewohnergeschichte. Finde ich cool. Und er hat kein Wendegesicht, dafür aber eine dunkelblaue Kappe auf. Finde ich übrigens die neuen Kappen auch echt cool. Ich weiß zwar, dir gefallen immer eher die älteren Sachen, aber ich finde die neuen Kappen cooler als die alten. Ja, also wie gesagt, bei den Kappen kann ich dir sogar zustimmen, da gefallen mir die neuen eigentlich auch ganz gut. Hier das zweite Figurenpaar, das ist also jetzt wirklich ein Pärchen, glaube ich. Genau, und die mit dem Campingwagen. Wohnen diese beiden Personen sie wohnen auf Zeit wahrscheinlich in diesem Campingwagen, denn das ist das Urlauberpaar, was hier mit diesem VW Bulli ähnlichen Gefährt hier unterwegs ist und hier an der Tankstelle einen kurzen Stopp macht, da wahrscheinlich der Tank leer ist. Hier gibt es auch sogar bei beiden Figuren ein Wendegesicht. Mir gefällt sein Hawaii-Hemd extrem gut. Und ja, die machen beide einen sehr entspannten Eindruck. Also es dürfte auch der Benzinpreis hier noch nicht allzu hoch sein, denn ich bin mir sicher, dass dieser alte Bus hier einiges an Benzin fressen wird, aber sie sind noch immer glücklich. So, ich hoffe, unsere Kamera fokussiert jetzt, ansonsten werden wir euch noch irgendwo ein Bild davon einblenden, damit ihr die Figuren seht. Das ist immer ein bisschen schwierig, da die Figuren ja so klein sind. Ja. Ja, jetzt mal vielleicht zuerst zu den Autos und da muss ich sagen, hat Lego eigentlich ganz gute Arbeit geleistet und man sieht auf jeden Fall, Lego geht mit der Zeit. Was haben wir hier jetzt als erstes? Wir haben einen City-SUV, also das ist jetzt kein klassischer Jeep, das ist auch keine Limousine, kein Kombi, das ist ein für alle Mal ich muss ihn vor dich halten, denn bei meinem dunkelblauen Pullover sieht man dann vom Auto fast gar nichts. Das sieht also so aus wie, keine Ahnung, ein Toyota, Jeep oder was auch immer, Hyundai, der etwas höher ist, also so ein Crossover würde man ihn vielleicht nennen.
Und das soll doch auch ein E-Auto sein, oder? Ganz genau. Wenn wir nämlich dann die Tankstelle genauer ansehen, sehen wir, dass auch Lego hier mit der Zeit geht. Und ich finde nämlich mit diese blauen, die haben doch auch immer solche blauen Lichter. Ja, das ist also, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, diese LEDs, die hier ganz gut eingearbeitet wurden. Genau, also macht auf jeden Fall Sinn, dieses Auto. Schauen wir noch in den Innenraum. Und hier hat ein Hund Platz. Ja, Lego hat gesehen, dass Kinder gern mit Tieren spielen. Du darfst nicht unten drunter schauen. Moment, wir machen das jetzt nochmal. Genau. Und hier ist jetzt bei dieser Tuning-Werkstatt war dieser Pitbull dabei, der etwas rustikalere Hund, und sie, die Blondine mit ihrem E-Auto oder Hybridauto, hat einen kleinen Chihuahua, der auch total süß und cool aussieht. Süß. Gefällt mir auch gut. Ich hoffe, dass wir den noch öfter irgendwo mal sehen Und den werden. kann man leichter ins Auto packen. Ja, So der hat hier im hinteren Bereich des Autos sogar einen eigenen Platz, wo er mitfahren kann. Aber der ist fast zu schade fürs Auto drin. Ich glaube, den werden wir auch irgendwo heraus hinstellen, denn der macht sich eigentlich ganz gut. Gut. So, zum Teil der Tankstelle, wo dieses Auto jetzt, wenn es denn tanken muss, hinfährt. Also ich weiß nicht, wie es ihr macht. Ich habe kein E-Auto oder wir haben kein E-Auto. Normalerweise betankt man die ja zu Hause. Aber diese Tankstelle hat hier anscheinend eine Schnellladefunktion. Mit den Solarpanelen obendrauf. Ich habe zuerst geglaubt, ich baue hier einen Geldautomat. Aber nein, es ist eine E-Ladestation mit Solaranlagen am Dach. Also Lego ist da wirklich ganz am Puls der Zeit, möchte man so sagen. Ich glaube, es wird hinten aufgeladen. Kann das sein? Sieht eigentlich, ja. Hinten ist auf jeden Fall so eine 1x2 Jumper Plate, wo man das Auto so anstecken kann. Und ja, da kann die junge Dame mit ihrem Hund jetzt einen großen Spaziergang machen, denn bis das Auto voll geladen ist, werden mehrere Stunden vergehen, nehme ich mal an. Oder zum Beispiel eine Zeitung lesen. Oder, ganz genau, sie begibt sich ins Innere des Tankstellenhäuschens, wo natürlich dieser Tankwart hier erstens mal bei einem Computer steht, nebenbei einen Hotdog isst, dann auch noch Zeitung liest und, wenn ihr genau schaut, hier oben Fußball schaut. Also, die Kamera fokussiert jetzt im Moment wieder nicht besonders gut. Eine Kaffeemaschine hat er hier auch noch. Also das ist das Innenleben seiner Tankstelle. Ganz cool hier mit dieser diagonalen Tür. Hoppala. Die fügt sich hier ganz schön ein und das obligatorische Oktan-Logo auf der Tankstelle oben drauf. Apropos Oktan-Logo, wir haben auch da so eine coole, wie sagt man dazu? Ja, also bei einer normalen Tankstelle wäre das wahrscheinlich die Anzeige, wo die Preise für einen Liter Benzin, das ist auch ganz einfach gelöst, einfach ein weißer Türrahmen mit oben so einer größeren Platte drauf. Also das ist schon sehr einfach. Ich finde es cool, aber ich fände es cooler, wenn wirklich auch Preise unten wären. Das fehlt mir hier auch. Also ich habe mir eigentlich gedacht, was soll das sein hier in der Mitte? Da ist weder eine Scheibe noch eine Tür drin. Da ist einfach nichts. Da könnte man sich die Preise vielleicht reindenken. Oder man macht sich da... Oder vielleicht ist das Tanken gratis bei Lego. Leider nicht, denn wenn wir hier jetzt den zweiten Teil der Tankstelle ansehen, wo dann diese klassischen Zapfsäulen zu finden sind, dann sehen wir, dass hier schon Preise angegeben sind. Irgendwas kostet hier 379, etwas anderes kostet 313. Keine Ahnung, welche Währung das ist. Aber hier haben wir jetzt ein klassisches Zapfsäulen-Set mit 2 Zapfsäulen links und rechts. Und hier auch, das ist auch wieder so gelöst mit den einfachen Türrahmen. Das ist aber cool. Glas am Plafond und hier diesen Zapfhähnen. Ich finde es nur übel, dass man erst die Preise sieht, wenn man dorthin hineinfährt. Genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. Und zwar ist das laut Montage so doof, dass man, wenn man die Zapfhähne hier draufhängt, dass die diese beklebte Steine, wo die Preise draufstehen, verdeckt sind.
Also muss man sogar zuerst mit der Karte die Karte so quasi eingeben. Wahrscheinlich, damit man den Zapfhahn heruntergeben kann. Aber ja, es ist ein kleines, aber feines Set, über das wir uns freuen, sagen wir mal so. Auf jeden Fall. Und damit sind wir auch bei meinem persönlichen Highlight dieses Sets angekommen. Und zwar ist es dieser Campingbus, der sehr einem VW Bulli nachempfunden ist. Auch speziell, wenn ihr die Formen am vorderen Teil des Fahrzeugs hier mit diesem Boomerang genauer anseht. Es ist ein eigentlich relativ großes Auto. Man kann auch hier auf der Seite die Tür aufmachen, damit man drinnen mal hineinschauen kann. Hier mit 2 Surfboards am Dach, also das ist unser Surferpaar, die sich das Auto genauer zugeschnitten haben auf ihren Bedarf. Und drinnen haben wir, was haben wir hier auch, eine kleine Kochnische mit einem Container, der eine Pfanne und eine Getränkedose beinhaltet und hier auch Sesseln und eine Bank. Hier auch ganz cool die Seitenspiegel. Und was ich nämlich total cool finde an diesem Bus, ist erstens nicht nur die Farbe, die teal ist, also eine Farbe, die es bei Lego sehr lange nicht gegeben hat und jetzt die wieder mehr in Verwendung ist. Nein, es ist ein Sticker, der an der Fahrzeugrückseite montiert ist. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an die Serie, das war von System, eine Serie, die hat geheißen Islanders. Da hat es so, ich glaube, du kennst das gar nicht, da hat es so Ureinwohner einer Pazifikinsel gegeben oder was auch immer. Die waren sehr oft auch bei den Piratensets mit dabei und hier ist so ein Sticker, wo diese Maske von diesen Ureinwohnern drauf sind. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja. So, ich gebe den E-Lader da jetzt wieder drauf. Ja, unsere Autos sind jetzt betankt. So schnell geht's. Wir schauen uns jetzt noch an, ob das Set das verspricht, was es auf der, ich weiß nicht, wo die Verpackung ist, bewirbt. Der Listenpreis ist auf jeden Fall 50 €, was für 350 Teile relativ viel ist, wie ich finde. Wir haben das Set aber um einiges günstiger bekommen. Ich weiß gar nicht, was hast du gekauft? Wie viel hast du dafür bezahlt? Tja, wenn ich das noch wüsste. Ich glaube, wir haben ungefähr 35 € bezahlt dafür, was dann eigentlich ganz okay ist. Was ich nicht ganz okay finde bei dem Set ist, wenn man es mit älteren Tankstellen vergleicht. Ich werde euch vielleicht hier jetzt mal ein kleines Bild einblenden, auch für dich, damit du das weißt, wie früher bei Lego-Tankstellen ausgesehen haben. Die gute alte Zeit. Ja, also ich glaube, Bilder sprechen da mehr als 1000 Worte. Das waren auch Sets um ungefähr 50 €. Man hat da aber Bodenplatten bekommen, man hat diese, also wenn wir jetzt mal die Fahrzeuge weggeben und die Figuren, dann ist die Tankstelle allen Ernstes dieses Schild hier, was wahrscheinlich irgendwo auf der Straße steht. Das ist der Tankstellenshop und das ist dann die Tankstelle. So ist das Set dann vollkommen aufgebaut. Natürlich, die Autos muss man mit einrechnen, die haben schon einen gewissen Wert. Aber was jetzt von der Tankstelle eigentlich noch übrig geblieben ist, finde ich jetzt persönlich relativ wenig. Da braucht man auf jeden Fall irgendeine Straßenplatte oder sonst irgendwas, damit das ein bisschen, Das muss man auf jeden Fall irgendwie anbauen. Ich meine, wir haben uns damit abgefunden, dass diese Tankstelle, dieses Wärterhäuschen hier gar keine Dachkonstruktion hat. Aber ich meine, seht euch mal die alten Lego-Tankstellen an, da waren noch Waschanlagen mit dabei. Das war alles auf einer Bodenplatte, komplett überdacht. Großes Geschäft dabei und so weiter. Also mit Blumen verziert. Das ist jetzt schon relativ wenig. Die Autos finde ich sehr cool. Und den Chihuahua. Den Chihuahua findest du sehr cool. Aber die Tankstelle als solches ist jetzt doch etwas mickrig. Also wir werden sie sicher gut irgendwo in unsere Stadt integrieren können. Ich glaube auch. Aber dort und da bedarf es vielleicht noch etwas Nachholbedarf. Aber gut, man kann ja nicht alles haben, oder? Nein. Deswegen fährt jetzt meine Dame mit dem Chihuahua gleich davon. Genau, ihr E-Auto ist aufgeladen, die Urlauber sind auch schon spät dran. Sie wollen ja heute noch ein bisschen surfen gehen und sie haben gehört, dass am Abend die Windverhältnisse ganz gut sein sollen. Und deswegen lassen wir die werten Herrschaften jetzt von dannen ziehen.
Frau und ihr Chihuahua sind jetzt schon an Bord und haben jetzt mit ihrem E-Auto wahrscheinlich 150 Kilometer Reichweite. Also sie kommt genau einmal nach Hause und wieder zur Arbeit. Oder zur Tankstelle. Und dann wieder zur Tankstelle, wenn sie Glück hat. Okay. Ja, und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Bauen. Auf jeden Fall. Wir danken uns fürs Zusehen von diesem glorreichen Lego-Video. Und wir haben noch ein paar Sets vor uns, die wir euch natürlich auch in nächster Zeit mal zeigen werden. Auf jeden Fall. Und baut selbst irgendwas Schönes. Wenn ihr irgendwelche coolen Fotos habt, würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht auf Instagram was schickt. Da wir ja unsere Stadt haben, sind wir auch immer sehr glücklich, wenn wir vielleicht neue Mocks entdecken. Ja, das wäre natürlich sehr cool. Ganz vielleicht auch eine umgebaute Tankstelle. Ja, Vielleicht vielleicht kann man aus dem da noch was machen. Genau. Schickt uns Fotos, Das wär wenn echt ihr irgendwas in Planung habt. Und Genau. dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.